Das griechische Drama, wie ein modernes Land durch Schulden seine Unabhängigkeit verlor. Im Jahr 2015 stand ein großes Land mitten in Europa kurz davor, innerhalb weniger Tage finanziell komplett zu kollabieren. Banken schlossen, Bargeldabhebungen an Automaten wurden limitiert, Renten eingefroren. Und weißt du, was der brisanteste Teil daran ist? Dieses Land, das der Welt die Demokratie, die Philosophie und sogar das Geld selbst geschenkt hat, verhandelte nun an den Türen internationaler Kredithaie und Gläubiger um sein schieres Überleben. Dies ist keine Geschichte aus der Antike. Das Land, von dem ich spreche, ist Griechenland. Zudem ein Mitglied der Europäischen Union, im Herzen der Eurozone, das eine der sichersten Währungen der Welt nutzt. Dennoch geriet es, genau wie ein Imperium in seiner Endphase, an den Rand des Bankrotts. Doch wie kam es zu diesem Punkt? Wie konnte ein entwickeltes Land, hinter dem gigantische globale Institutionen stehen und das sich denselben Geldbeutel mit Deutschland und Frankreich teilt, so tief fallen, dass es um Rettungspakete betteln musste? Und viel wichtiger, warum betrifft dich das, selbst wenn du Athen in deinem Leben noch nie betreten hast? Weil die Ereignisse in Griechenland keine rein lokale Krise waren. Sie waren ein glasklares Lehrstück dafür, wie das globale Finanzsystem hinter den Kulissen funktioniert, wie Schulden als politische Waffe eingesetzt werden können und wie schnell die Unabhängigkeit eines Landes verdampft, wenn das Geld ausgeht. Drehen wir den Film ein Stück zurück. Wie die Saat der Krise gesät wurde. Eigentlich begann alles lange, bevor es in den Zeitungsschlagzeilen landete. Griechenland trat 2001 der Eurozone bei und dieser Schritt bot dem Land billige Kreditmöglichkeiten, von denen es zuvor nicht einmal zu träumen gewagt hätte. Normalerweise war Griechenland seit jeher ein Land, das mit hohen Schulden und Haushaltsdefiziten lebte. Doch mit der Einführung des Euros dachten die Märkte, da steht ja Deutschland dahinter, das Risiko wird geteilt. Investoren begannen, griechische Staatsanleihen als genauso sicher wie deutsche anzusehen. Plötzlich wurden Griechenland unglaublich niedrig verzinst Kredite hinterhergeworfen und das Land ließ sich die Chance nicht entgehen, sich massiv zu verschulden. Die Staatsausgaben explodierten. Überall begannen gigantische Infrastrukturprojekte. Die Gehälter im öffentlichen Dienst schossen in die Höhe. Doch während ein Teil dieses Geldes in Straßen, Brücken und Modernisierung floss, sickerte ein riesiger Anteil in eine träge Bürokratie und ein marodes Steuersystem. Korruption und Steuerhinterziehung wurden quasi zum Nationalsport. Das Geld, das in die Staatskasse floss, konnte mit dem Tempo des gelebten Luxus nicht mithalten. Unter dem rosaroten Bild der 2000er Jahre wuchsen die Schuldenberge im Stillen. Die Maske fällt. Das große Geständnis. Als 2008 die globale Finanzkrise ausbrach, hatte Griechenland bereits eines der größten Haushaltsdefizite der Eurozone. Der Zusammenbruch von Lehman Brothers löste an den globalen Märkten ein Beben aus und Investoren begannen, die Bücher und Schulden der Länder genauer unter die Lupe zu nehmen. Als Griechenland an der Reihe war und die Bücher geöffnet wurden, zeigte sich, dass die Zahlen keineswegs der Realität entsprachen. Ende 2009 wurde die bittere Wahrheit gestanden. Griechenland hatte sein Haushaltsdefizit jahrelang offiziell verschleiert und die Zahlen geschönt. Das tatsächliche Defizit lag bei fast 15% des Bruttoinlandsprodukts. Es lag also meilenweit über der von den EU-Regeln erlaubten Grenze. Das Vertrauen war über Nacht futsch. Die Zinsen für Staatsanleihen schossen durch die Decke, niemand wollte Griechenland mehr Geld leihen. Im Jahr 2010 blieb dem Land nur noch ein Ausweg: an die Tür der Europäischen Union und des IWF zu klopfen und um ein Rettungspaket zu bitten. Das bittere Rezept: der Preis der Sparpolitik. Natürlich wurden diese Rettungspakete niemandem geschenkt. Das erste Hilfspaket im Wert von 110 Milliarden Dollar war an unglaublich harte Auflagen geknüpft. Horrende Ausgabenkürzungen, drastische Steuererhöhungen, die Beschneidung von Renten und die völlige Umstrukturierung des Arbeitsrechts. Diese Sparpolitik, Austerität, sollte angeblich das Haushaltsdefizit ausgleichen und den Märkten Vertrauen zurückgeben. In der Praxis stürzte sie Griechenland jedoch in eine tiefe wirtschaftliche Depression. Die Wirtschaft brach ein. Die Arbeitslosigkeit schoss in die Höhe und erreichte 2013 die Marke von 27%. Unter Jugendlichen lag sie sogar bei über 60%. Öffentliche Dienstleistungen kamen fast zum Erliegen. Und das Bitterste daran? Die gigantischen Schulden, die durch diese Pakete eigentlich gelöst werden sollten, wuchsen weiter. Denn in der Mathematik gibt es eine Regel, der sich niemand stellen wollte.
Wenn die Wirtschaft schrumpft, verschlechtert sich das Verhältnis der Schulden zum BIP, selbst wenn man versucht, Schulden abzubezahlen. 2012 war Griechenland auf ein zweites Rettungspaket angewiesen. Diesmal gab es 130 Milliarden $, doch im Gegenzug wurden Teile der Schulden beim Privatsektor gestrichen. Das Land war damit, auch wenn man es nicht so nannte, praktisch teilgemeldet insolvent. Doch die Schuldenlast war immer noch viel zu schwer zu tragen. Das Ende der Unabhängigkeit. Finanzielle Knechtschaft. Die Krise zog sich über Jahre hin. Jedes neue Paket bedeutete mehr Opfer, mehr Kürzungen und weniger Wachstum. Als 2015 die linke Syriza-Regierung an die Macht kam, wagte sie einen mutigen Schritt und rief das Volk zu einem Referendum auf, um über diese harten Bedingungen abzustimmen. Das griechische Volk sagte an den Urnen mit überwältigender Mehrheit Nein. Doch was passierte wohl? Nur wenige Tage später sah sich die Regierung gezwungen, eine Vereinbarung zu unterschreiben, die noch härter war als zuvor. Warum? Weil die einzige Alternative darin bestand, den Euro aufzugeben, zur alten Währung Drachme zurückzukehren und komplett pleite zu gehen, was das Land kurzfristig ins absolute Chaos gestürzt hätte. Griechenlands Unabhängigkeit war, zumindest wirtschaftlich, nun endgültig vorbei. Den Haushalt, die Steuern und jeden Cent, der ausgegeben werden durfte, diktierte von nun an die sogenannte Troika, bestehend aus 3 Akteuren: der Europäischen Kommission, der Europäischen Zentralbank und dem IWF-Schulden sind eine mächtigere Waffe als Armeen. Dieses Szenario in Griechenland war kein Einzelfall in der Geschichte. Die Methode ist uralt. Schulden waren schon immer ein Machtinstrument, um ein Land in die Knie zu zwingen, ohne dass dafür Armeen nötig wären. Das Osmanische Reich, 19. Jahrhundert. Nach aufeinanderfolgenden Staatsbankrotten gründeten die europäischen Mächte die Dette Publique Ottomane, Verwaltung der osmanischen Staatsschulden, und beschlagnahmten faktisch die Einnahmequellen des Reiches. Das gesammelte Geld floss nicht in die Entwicklung des Reiches, sondern direkt zurück in die Taschen der Europäer. Ägypten, 1870er Jahre. Nach der Aufnahme gigantischer Kredite für Großprojekte wie den Bau von Eisenbahnen und den Suezkanal ging Ägypten pleite, woraufhin Großbritannien und Frankreich die Kontrolle übernahmen. Sie verwalteten nicht mehr nur das Geld, sie regierten das Land. In beiden Beispielen existierten die Staaten auf dem Papier weiter. Flaggen wehten, Führer sprachen, aber die Fäden hielten komplett die Gläubiger in der Hand. Genau das erlebte Griechenland in den 2010er Jahren. Keine Besatzung durch Soldaten in Stiefeln, sondern die Vormundschaft von Finanzern im Anzug. Die Troika schwebte wie eine Schattenregierung über dem Land und entschied, was gekürzt und was ausgegeben wurde. Was lernen wir daraus? Für die normalen Menschen war dieser Prozess ein absoluter Albtraum. Die Renten schrumpften auf ein Minimum. In den Krankenhäusern fehlte es an Verbandszeug, tausende Geschäfte schlossen und die Lebensfreude der Gesellschaft ging verloren. Trotz all dieser Entbehrungen sind die Schulden noch immer nicht weg. Selbst heute liegt die Schuldenquote Griechenlands im Verhältnis zum BIP bei über 160%. Ja, die Lage hat sich etwas beruhigt, aber das Land hat sich auf einem deutlich ärmeren Niveau eingependelt. Der Preis für das Überleben war ein verlorenes Jahrzehnt. Warum ist diese Geschichte heute für uns wichtig? Weil die Rädchen, die Griechenland zermalmten, sich immer noch drehen. Wenn man heute auf Länder wie Sri Lanka, Pakistan oder Argentinien blickt, sieht man, dass sie alle mit derselben Schuldendisziplin, den Bedingungen des EUWF und dem Dilemma Unabhängigkeit oder Geld kämpfen. Die Namen ändern sich, aber das Drehbuch bleibt gleich. In guten Zeiten in Saus und Braus verschulden, bei Gegenwind in die Krise geraten und die Hand aufhalten, wenn das Geld weg ist. Auch große Volkswirtschaften sind nicht absolut sicher. Italiens Schuldenlast ist besorgniserregend. Japans Schulden betragen das 2,5-fache seiner Wirtschaftsleistung. Sogar die USA, die die Weltreservewährung drucken, haben die Marke von 34 Billionen $ an Schulden überschritten. Der einzige Unterschied ist, dass diese großen Player den Tag der Abrechnung länger hinauszögern können. Doch aufschieben bedeutet nicht aufheben. Fazit: Finanzielle Freiheit hängt an einem seidenen Faden. Die klarste Lektion, die uns die griechische Krise zuflüstert, ist folgende: Eine Krise besteht nicht nur aus Zahlen in Tabellen, sie bedeutet, dass dir die Hände gebunden sind. Wenn du dein eigenes Geld nicht drucken, den Wert deiner Währung nicht selbst bestimmen kannst und permanent auf Geld von außen angewiesen bist, um die Räder am Laufen zu halten, dann bist du nicht mehr der Chef. Dein Handlungsspielraum schrumpft und du hast nicht mehr das letzte Wort über dein eigenes Land.
Diese Gefahr gilt nicht nur für Staaten, sondern für jeden Einzelnen von uns. Schulden töten die Freiheit. Sie nehmen dir deine Optionen und machen dich zum Sklaven eines Systems, das andere aufgebaut haben. Ob du ein Haushaltsbuch führst oder einen Staat lenkst. Je abhängiger du von Schulden bist, desto schneller verlierst du die Kontrolle, wenn die Dinge schiefgehen. In Griechenland wurden keine Mauern eingerissen, keine Armeen marschierten in die Städte ein, aber praktisch wurde die Souveränität abgegeben. Und das alles geschah vor den Augen globaler Systeme, die eigentlich gegründet wurden, um genau solche Krisen zu verhindern. Die Geschichte wiederholt sich vielleicht nicht wortwörtlich, aber sie reimt sich definitiv. Wenn man sieht, wie ein entwickeltes Land, genau wie ein altes Reich, wegen Schulden in die Knie gezwungen wird, versteht man viel besser, wie sehr die finanzielle Freiheit tatsächlich an einem seidenen Faden hängt. Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns.